Hast du genug von ständigen Fahrfehlern und langsamen Rundenzeiten? Erfahr jetzt 3 Tricks, mit denen du deine Zeiten auf der Rennstrecke drastisch verbesserst und das ohne teure Ausrüstung. Hi, ich bin Daniel, leidenschaftlicher Hobbyrennfahrer und heute verrate ich dir hier auf dem Hobby Racer Kanal, welche 3 Tricks dir helfen, deine Fahrtechnik auf der Rennstrecke zu revolutionieren und vom Anfänger zum echten Hobbyrennfahrer zu werden. Am Ende von dem Video wirst du genau wissen, wie du deine Fahrfehler minimierst, deine Rundenzeiten verbesserst und auch noch sicherer fährst. Fühlst du dich manchmal unsicher in Kurven und weißt nicht genau, wohin du schauen sollst? Dann hilft dir hier der erste Trick, nämlich die richtige Blickführung und damit verbunden auch die korrekte Linie. Hierbei sollte dein Blick weit nach vorne gerichtet sein und dorthin fokussieren, wo du als nächstes hinfahren möchtest. Bedeutet, du sollst nicht nur 2-3 Meter direkt vor dir auf die Straße schauen, sondern schon weit nach vorne den nächsten Punkt anpeilen, wie zum Beispiel ein Bremspunkt, ein Einlenkpunkt, ein Scheitelpunkt, den du treffen willst, oder einen Punkt am Kurvenausgang, um die volle Streckenbreite auszunutzen und den meisten Schwung mitzunehmen. Dadurch erreichst du zum einen, dass du entspannter fahren kannst, weil du nicht so hektisch mit deinen Augen hin und her springst oder kurzfristig reagierst, weil du nur direkt vor dich schaust, sondern dein Gehirn sich schon rechtzeitig auf die nächste Fahrsituation vorbereiten kann und zum anderen, dass du viel gleichmäßiger Runde für Runde deine Fixpunkte abfährst, ähnlich wie beim Malen nach Zahlen. Dadurch kannst du auch präzise deine festgelegte Ideallinie immer gleich abfahren und stetig verbessern, plus nach und nach an deinen Bremspunkten oder auch Beschleunigungsphasen arbeiten, ohne was dem Zufall zu überlassen. Dadurch wirst du merken, dass du insgesamt konstanter, schneller und sicherer werden wirst. Hast du das Gefühl, dass dein Motorrad nicht ordentlich durch die Kurve fährt? Dann hilft dir der nächste Trick, und zwar, dass du mit der richtigen Sitzposition und Körperhaltung deine Fahrzeugkontrolle extrem verbessern kannst. Viele fangen viel zu früh an, überall an ihrem Fahrwerk rumzuschrauben, rumzuklicken oder direkt gegen teure Rennsportteile auszutauschen, obwohl eigentlich auch ein gut gewartetes und richtig eingestelltes Originalfahrwerk schon super funktioniert. Das Problem ist nämlich meistens nicht beim Material, sondern bei dem Kadaver, wo oben drauf sitzt, zu suchen. Mit einer korrekten Sitzposition und Körperhaltung kannst du nämlich das Gewicht optimal verteilen, dem Motorrad helfen, agiler ums Eck zu gehen und auch den Grip zu verbessern. Niemand sagt jetzt, dass jeder sofort hier mit dem Ellenbogen oder mit der Schulter über die Curbs schleifen muss, wie der letzte MotoGP-Fahrer. Aber eine grundlegend richtige Körperhaltung und auch Beweglichkeit auf dem Motorrad hilft extrem viel. Wichtig dabei ist, dass du generell deinen Oberkörper locker lässt und dein Gewicht zum Kurveninneren verlagerst. Dazu dann noch die Füße richtig auf den Rasten positionieren für eine bessere Kontrolle und den Lenker zwar fest, aber nicht verkrampft halten. Damit hast du schon grundlegend das meiste richtig gemacht und kannst dadurch zum einen dein Motorrad besser kontrollieren und hilfst zum anderen der Maschine unter dir auch zielgerecht durch die Kurve zu manövrieren. Dazu dann noch schön bewegen und nicht wie ein nasser Sack oben drauf hocken und du wirst überrascht sein, wie agil sich dein Motorrad auf einmal bewegen kann. Bist du unsicher, wann du bremsen oder beschleunigen sollst? Dann hilft dir der dritte Trick, und zwar die Kunst des richtigen Timings für Bremsen und Gas geben. Was bedeutet das aber jetzt? Ganz einfach. Such dir beim Bremsen erstmal einen Bremspunkt, bei dem du dich wohlfühlst und die Fuhre vor der Kurve ordentlich runtergebremst bekommst, sodass du eine für dich sichere Kurvengeschwindigkeit erreicht hast. Von dem Punkt aus versuchst du jetzt anstatt knüppelhart vor der Kurve was sanfter zu bremsen, aber dafür tiefer in die Kurve rein, sogenanntes Trailbraking. Heißt, du beginnst zwar trotzdem mit hartem, aber kontrolliertem Bremsen, bei dem du auf der Geraden den Druck progressiv erhöhst, um Druck aufs Vorderrad zu bringen und fängst dann aber an, den Bremsdruck degressiv zu verringern, umso tiefer du in die Kurve bremst und umso mehr Schräglage du aufbaust. So kannst du mehr Geschwindigkeit mit in die Kurve reinnehmen, mehr Schwung generell transportieren, wenn du dich wohlfühlst, auch deinen Bremspunkt dann weiter nach vorne verschieben und bist auch noch sicherer unterwegs, weil du durch die Bremse noch Druck und somit Grip am Vorderrad hältst.
Beim Beschleunigen aus der Kurve raus dagegen musst du darauf achten, erst mit dem Beschleunigen anzufangen, wenn du den Kurvenausgang siehst, bzw. dein Motorrad auch Richtung Kurvenausgang zeigt. Fängst du nämlich vorher an, schon Gas zu geben, kann es aus zwei Gründen richtig gefährlich werden. Zum einen nimmst du durch das Gasgeben den Druck und damit den Grip vom Vorderrad weg, den du aber zwingend in der Kurve brauchst. Und zum anderen transferierst du die Last aufs Hinterrad, was in Schräglage nicht so viel Grip aufbauen kann durch die geringe Auflagefläche vom Reifen. Und wenn du noch in der Kurve anfängst mit ständigem Wippen, also Gas öffnen, Gas schließen, die Geschwindigkeit irgendwie anzupassen, weil du denkst, oh, ich könnte ja noch schneller durch die Kurve durch, dann hast du einen ständigen Gewichtstransfer vom Vorderrad zum Hinterrad und umgekehrt. Und das alles führt dazu, dass es früher oder später zum Crash kommen wird. Also ganz wichtig, führe sowohl gleichmäßige Bremsphasen durch, wobei du bis tief in die Kurve reinbremst und mit steigender Schräglage die Bremse immer weiter löst und beginnt dann erst das Gas richtig und entschlossen aufzudrehen, wenn dein Motorrad Richtung Kurvenausgang zeigt, um die ständigen Lastwechsel und damit verbundene Sturzgefahr zu vermeiden. So wirst du mit der Zeit sehen, dass du viel sicherer fahren wirst und auch deine Rundenzeiten sich stetig verbessern. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass du durch die korrekte Blickführung, optimale Körperposition und präzises Bremsen sowie Beschleunigen sicherer und schneller auf der Rennstrecke wirst. Ab sofort bist du also mit den 3 Tricks bestens gerüstet, um bei deinem nächsten Trackday erfolgreich zu sein. Schreib mir jetzt noch hier unten in die Kommentare, welcher Trick dir am meisten geholfen hat. Und vergiss nicht, dem Video ein Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und vor allem die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft keine weiteren Tipps und Tricks zum Fahren auf der Rennstrecke mehr verpasst. Wenn du jetzt noch wissen willst, warum günstige Motorräder besser sind als neue, teure Bikes, dann schau dir unbedingt das Video hier an.